Ihr habt aus Versehen eure Festplatte formatiert, eine Partition gelöscht oder den Papierkorb geleert? Keine Sorge, denn in diesem Video zeigen wir euch, wie ihr bei einem Datenverlust vorgehen solltet, um die wichtigsten Dateien noch zu retten. Werden Dateien von dir gelöscht, sind diese nicht automatisch weg. Es wird lediglich der Speicherplatz zum Überschreiben freigegeben. Das System weiß nicht mehr, wo die zugrunde liegenden Daten gespeichert sind. Wenn man einen Datenverlust bemerkt, ist es wichtig, dass man sofort aufhört, neue Dateien auf diesem Medium zu speichern. So habt ihr die besten Chancen, dass ihr alles recovern könnt. Auch wenn eine Partition nicht mehr funktioniert und angezeigt wird, habt ihr die Möglichkeit, diese wiederherzustellen. Also auch schnell formatierte oder gelöschte Partitionen sind in der Regel wiederherstellbar. Wie geht man also vor? In Windows gibt es die schöne Funktion des Backups und der Vorgängerversion. Hier kann man möglicherweise noch was finden, wenn man die entsprechenden Einstellungen aktiviert hat. Wenn das nicht funktioniert, benötigt ihr eine Datenrettungssoftware. Aber vorher solltet ihr ein zweites Speichermedium vorbereiten. Wenn ihr in eurem Laptop zum Beispiel nur eine SSD habt, dann solltet ihr auf jeden Fall eine externe Festplatte oder ähnliches verwenden. Generell kann es auch Sinn machen, wenn ihr die Datenrettung auf einem zweiten Gerät durchführt, sofern ihr eins zur Verfügung habt. Dafür haben wir euch auch mal die passenden Adapter unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr Bedarf habt. Das zweite Speichermedium benötigt ihr zum Speichern der verlorenen Daten. Versucht ihr diese wieder auf das ursprüngliche Medium zu sichern, lauft ihr Gefahr, dass etwas bei der Wiederherstellung überschrieben wird. Wir benutzen das Tool Stellar Data Recovery, die dieses Video unterstützt haben. Den Link zur Wiederherstellungssoftware findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code IPC spart ihr 10%, wenn ihr euch für die Vollversion entscheidet. Was wir auch empfehlen würden, installiert die Wiederherstellungssoftware auf einen nicht betroffenen Datenträger. Damit minimiert ihr wirklich das Risiko, dass irgendetwas überschrieben wird. Die Software leitet euch dann Schritt für Schritt durch das Programm. Wir zeigen euch das hier anhand von einem Beispiel. Wir haben hier eine Festplatte aus einem PC per Adapter am Notebook angeschlossen. Sie wird im Explorer nicht angezeigt und nicht erkannt. Über die Datenträgerverwaltung sehen wir aber, dass die Festplatte funktioniert. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass die Partition gelöscht wurde. Wie gehen wir jetzt vor? Erstmal ruhig bleiben und nicht impulsiv irgendwelche Knöpfe drücken. Kein neues Volume erstellen. Die Daten sind noch da, nur unstrukturiert. Wir öffnen Stellar Data Recovery. Wenn ihr die Software öffnet, ist das erste, was wir euch empfehlen würden, die Sprache von Deutsch auf Englisch umzustellen. Die Übersetzungen sind hier und da etwas verwirrend, deshalb, wenn ihr Englisch sprecht, einfach hier unten umstellen. Zuerst könnt ihr die verschiedenen Dateiformate auswählen, nach denen gesucht werden soll. Wir lassen hier einfach mal alles aktiviert. Im nächsten Schritt wählt ihr aus, wo das Programm suchen soll. In unserem Fall wählen wir Lost Drive 2. Das scheint der richtige zu sein, weil die Größe mit der externen Festplatte übereinstimmt. Dann klicken wir auf Scan. Dieser kann recht lange dauern. Hier links werden jetzt nach und nach die gefundenen Dateien angezeigt. Sie sind nach Dateiformat sortiert. Auch während dem Scan könnt ihr schon in den gefundenen Dateien suchen und diese in der Vorschau anzeigen. Ihr könnt auch schon anfangen, einzelne Dateien wiederherzustellen. Nochmal zur Erinnerung, wählt einen Speicherort auf dem vorher erwähnten Sekundärmedium. So sieht das dann aus, wenn der Scan beendet wurde. Wir exportieren jetzt mal alle gefundenen Daten auf unseren Desktop. Jetzt zeigen wir es nochmal anhand von einer schnell formatierten SD-Karte. Wir haben hier Bilder von unserem letzten Urlaub auf unserer SD-Karte gespeichert. Es kann mal passieren, dass man aus Versehen den falschen Datenträger formatiert oder andere ähnliche Fehler passieren.
Wir haben es jetzt hier formatiert und ihr könnt sehen, die Fotos sind nicht mehr da. Aber kein Grund zur Panik, die Bilder werden zwar nicht mehr angezeigt, aber sie sind nicht für immer weg. Wir öffnen wieder die Stellar Data Recovery App. Wir wählen dann in dem Fall nur Fotos aus, dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Im nächsten Schritt selektieren wir unsere SD-Karte und klicken dann auf Scan. Dann läuft der Scan durch. Generell stehen eure Chancen bei der Formatierung etwas schlechter, in der Regel lassen sich nicht 100% eurer Daten wiederherstellen. Wenn der Scan fertig ist, werden euch im besten Fall eure Fotos angezeigt. In unserem Fall haben wir hier jetzt eine riesige Liste an Fotos, die das Programm gefunden hat. Also viel mehr als die 4, die bei der letzten Formatierung gelöscht wurden. Hier sind auch viele ältere Bilder, die in der Vergangenheit gelöscht wurden. Leider kann bei der Wiederherstellung nicht die komplette Namensstruktur rekonstruiert werden, deswegen müsst ihr hier etwas suchen. Aber das sind euch eure Bilder bestimmt wert. Wenn ihr aus Versehen euren Papierkorb geleert habt, dann müsst ihr eure Windows-Partition scannen. Hierfür braucht ihr dann möglicherweise euren BitLocker-Schlüssel, den findet ihr wie folgt. BitLocker verwalten eingeben, Wiederherstellungsschlüssel auf einem Drittmedium speichern und öffnen. Schlüssel kopieren. Dann scannen und verlorene Dateien finden. Wenn das alles nicht geholfen hat, dann bleibt euch nur noch die Option, eure Festplatte in ein Datenlabor einzusenden. Wenn ihr eine neue SSD oder einen Adapter braucht, checkt die Links in der Beschreibung. Falls ihr eure Festplatte aus eurem Notebook rausnehmen wollt, um sie an einem anderen Gerät zu behandeln, haben wir über 250 Videos zu verschiedenen Laptop-Modellen und wie man diese öffnet. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.